Hallo Werkzeugfans, willkommen bei CoTools TV. Hier geht's um Werkzeug. Bosch Hammer. Der Cutter schneidet es einfach rein. Der Bosch Bohrhammer. Hammer gut, Hammer gut. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei CoTools TV. Mein Name ist Sebastian und selten war die Werkzeugwelt so sehr gespalten wie bei diesem Bohrhammeraufsatz von Bosch. Denn wir haben hier eine Weltneuheit. Wir haben ein 12 Volt Gerät, und zwar ein Wechselbohrfuttergerät, auch hier FlexiClick genannt. Klicken das hier drauf und haben jetzt hier einen Bohrhammer. Aber hier sind viele Fragen in einigen Videos aufgekommen, die werden wir heute beantworten. Wie viel Löcher schaffen wir eigentlich mit einer Akkuladung? Können wir eigentlich mit einem 20 mm Bohrer bohren? Wie schlägt er sich eigentlich gegen all diese Geräte? 15 oder 35? Das ist hier die Frage. Wie viel wackelt der hier eigentlich? Treffe ich trotzdem mein Bohrloch? Und lohnt es sich eigentlich, diesen Aufsatz zu kaufen? Und wie immer gibt es einen 250 € Einkaufsgutschein. Alles, was du zu machen musst, ist einfach unten zu kommentieren. Und heute schau mal bitte das ganze Video an und kommentiere erst dann, was ist jetzt dein Fazit zu diesem Aufsatz? Ich habe ja vorhin gesagt, die Werkzeugwelt ist quasi erschüttert, denn wir haben hier etwas. Wir haben hier eine Weltneuheit. Bosch hat sich eine Sache getraut. Als allerersten auf dem gesamten Markt ist es so, dass wir hier einen Bohrhammeraufsatz haben für ein 12 Volt Wechselbohrfuttergerät. Und das ist eine absolute Weltneuheit, gibt es noch nicht. Ist eine tolle Sache, dass Bosch das gemacht hat. Und ihr seht hier, ja, Metabo hat das nicht, Milwaukee hat das nicht, Festool hat das nicht und so weiter und so fort. Diese Geräte hier, ist ja auch Wechselbohrfutter und so weiter, auch hier haben das alle nicht. Bosch hat aber gesagt, ich möchte das machen, wir bringen das raus und ich finde, das ist ein mutiger, wirklich mutiger Schritt. Aber was war dann los? Bosch hat es rausgebracht und dann gab es einige Videos im Internet. Einige Videos auch auf YouTube, die hier veröffentlicht wurden. Und es geht mir gar nicht um die Videos, sondern was da unten drunter los war. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da war ja richtig Energie am Start. Ich bitte euch nur eine Sache. Guckt wirklich objektiv auf dieses kleine Teil. Denn ich muss sagen, ich freue mich darüber. Ich freue mich riesig, dass das rausgekommen ist, weil da haben wir mal was Neues, haben wir was zum Testen, gibt es immer was anderes, da hat jemand sich was getraut. Und das feiere ich erstmal. Das hat nichts damit zu tun, ob das von Bosch, Milwaukee oder von Hikoki ist. Hauptsache, wir haben mal was echt Neues, Innovatives hier im Markt. Und das schauen wir uns heute an. Was ist das Teil hier eigentlich? Im Wesentlichen haben wir hier etwas, was wir auf den FlexiClick, auf den kleinen 12 Volt FlexiClick von Bosch einfach draufklicken können. Wir setzen das an, verklicken das oder klicken das einfach ran und können arbeiten. Ich habe jetzt hier durch Zufall den 15 FC genommen, 35 FC auf beide, passt das ohne Probleme drauf. Kein Thema, passt einfach. Wie sich die beiden schlagen, da kommen wir gleich noch dazu. Jetzt ist es so, dass wir hier eigentlich hier drin ein Schlagwerk haben, und das war ein Federschlagwerk mit 0,9 Joule. Ja, also wir haben mit 0,9 Joule Schlagenergie, was ich echt viel finde. Wenn ihr mal überlegt, so ein kleiner Bohrhammer hat ja auch nur 1, 2, 3 Joule. Wenn wir von kleinen Geräten sprechen, ja, keine Ahnung, der hier zum Beispiel, so viel Kraft, doppelt so viel Kraft, okay, aber so viel Kraft ist das nur auch nicht. Und das ist ein ganz anderes Gerät, viel kleiner, keine 12 Volt und so weiter und so fort. 0,9 Joule ist schon ordentlich und viel mehr gibt es zu diesem Aufsatz eigentlich gar nicht zu sagen. Wir haben einen Zusatzhandgriff, den können wir abmachen. Würde ich euch aber nicht raten, weil so wenig Kraft hat er nur auch nicht. Das kann schon mal sein. Ihr könnt es auch viel besser führen und auch genauer arbeiten. Also arbeitet mit dem Zusatzhandgriff. Hier vorne haben wir Folgendes, und zwar können wir hier wirklich SDS-Bohrer, also SDS Plus Bohrer einfach einsetzen, so wie ihr es kennt, und könnt damit arbeiten. Ich finde es super, dass es das erstmal grundsätzlich gibt. Und wie gut das Ganze ist, das gucken wir uns jetzt mal an. Bevor wir zum Test kommen, muss ich noch eine Sache erzählen. Und zwar, es gibt ja schon einen FlexiClick-Aufsatz von Bosch. Und der unterscheidet sich in einigen Teilen. Und zwar haben wir hier ein 12 Volt und hier haben wir ein 18 Volt. Auch bei 18 Volt, hier ist es ja so beim 60 FC, gibt es ja auch einen Aufsatz. Das ist aber schon etwas andere Nummer, der ist viel massiver gebaut. Der hat hier innen drin auch Metall, und zwar auch die Aufnahme ist Metall. Und hörst du jetzt etwas? So, das wird richtig raufgeklemmt in dem Moment. Und damit haben wir eine viel stabilere Verbindung. Hier ist es so, es wird drauf gesteckt und nur geklickt. Hörst du das?
Das ist ein großer Unterschied. Und wir wollen ja neutral bleiben hier auch. Hier haben wir kein Metall zum Klemmen, sondern das hier ist Kunststoff. Und da ist wirklich die Frage, wie lange wird das dauerhaft halten, diese Verbindung? Ich kann es euch nicht sagen. Wir müssten dann wirklich mal, 1000, 2000 Löcher bohren oder einfach die Zeit das auch entscheiden lassen. Vielleicht wird der Kunststoff auch porös. Man weiß es einfach nicht. Hier Metall hätte ich mir wirklich gewünscht. Das wäre nochmal ein Ticken besser gewesen. Aber es hält und es funktioniert. Und jetzt stellen wir uns doch mal eine Frage. Und zwar Test Nummer 1. Wie lang hält das Gerät eigentlich? Und dazu nehmen wir einen 8er Bohrer. So, stecken den hier rein, nehmen einen 6 Ampere Akku und schauen mal, wie viele Löcher schaffen wir damit eigentlich. Du hast gerade gesehen, wir haben 20 Löcher geschafft, hier mit 8 cm und dem Ganzen. Warum hat es aber auch relativ lang gedauert? Je länger wir gebohrt haben, beziehungsweise je leerer der Akku wurde, umso länger hat auch das Bohren gedauert. Beim ersten ging es noch relativ flott und nach hinten wurde es dann etwas zäher. Aber wir haben in Summe mit einer Akkuladung 20 Löcher hinbekommen, was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde. Wenn wir jetzt aber gesagt hätten, der Standardfall, eigentlich, was machst du damit? 8er Loch, ja, kann durchaus auch mal sein. Wenn du so kleinere Aufgaben in der Wohnung oder im Hausbereich machst vielleicht ein 6er Loch, um irgendwas aufzuhängen und kommst auch nicht ganz so tief. Da würde ich sagen, sind anstatt 20 Löcher vielleicht 30, 40, ja, so auf 40 würde ich mich schon einlassen. Soll ich das mal testen? Schreib es auch gerne in die Kommentare. Die nächste Frage ist einfach mal, okay, also wir sehen jetzt, das funktioniert. Wir haben hier ganz normal gebohrt und falls ihr wissen wollt, was Beton das ist C25er Beton, den wir hier haben. Und haben da drin trocken. Wir kommen nochmal drauf, sehr trocken und haben das Ganze gebohrt. Als nächstes war die Frage ja, was ist denn eigentlich, wenn wir sowas machen? Wofür ist das Gerät eigentlich? Das ist bis 10 mm gedacht, ja? Aber das interessiert uns doch nicht. Wir haben jetzt einen ganz normal wunderschönen 20er Bohrer und damit werden wir jetzt Folgendes machen. Wir werden mal testen, ist das eigentlich möglich, mit einem 20er Bohrer hier oder hier reinzubohren. Wie lange brauche ich da eigentlich? Bevor wir zum Ergebnis kommen, ich möchte dir eine Sache ganz klar und deutlich sagen. Es geht hier dabei, das Ganze neutral zu beurteilen. Ich bin weder pro noch kontra Bosch bei dem Thema. Ich bin pro interessantes Werkzeug, ohne Frage. Aber wie das Ganze hier abschneidet, ist komplett neutral und ihr bekommt genau die Tests, die wir auch gemacht haben, genau die Ergebnisse. Und ein 20er ist schon heftig für diesen kleinen, überlegt euch mal, 12 Volt, 20 mm. Was ist das Ergebnis? Wenn wir von oben gebohrt haben, 3 Minuten 25, um den 10 cm tief zu versenken. Aber es hat funktioniert. Wenn wir ihn von der Seite reingebracht haben, waren es 2 Minuten 45 so etwa. Das heißt also, ihr habt gesehen, es geht viel schneller, wenn ihr seitlich reinbohrt. Warum aber eigentlich? Weil es ist vielen, glaube ich, nicht klar. Das ist einfach aus folgendem Grund, wenn das Bohrmehl nicht abtransportiert werden kann. Wenn du also seitlich reinbohrst, dann hat er die Bewegung und dann hat er diese Wände und dann läuft das Bohrmehl hier quasi raus aus dem Loch. Oben kann das immer wieder zurückfallen und dadurch tut sich das Gerät natürlich viel schwerer und du solltest auch wirklich immer lüften, das heißt auch mal nach oben ziehen, auch mal damit das ganze Bohrmehl raus kann und dann ist es auch viel weniger ein Problem. Allgemein gilt das aber für alle Geräte.
Ja? Und wenn du extrem kraftvolle Geräte hast, merkst du den Unterschied nicht so groß. Und wenn du ein Gerät hast wie das hier, 12 Volt, 0,9 Joule, dann merkst du es natürlich schon eher. Aber ich finde es echt erstaunlich. 20 mm, überhaupt kein Problem. Aber jetzt lassen wir doch mal den Quatsch beiseite und machen anderen Quatsch. Und zwar machen wir Folgendes. Wir machen eigentlich einen Hardcore-Test. Ich habe jetzt hier einen 10er Bohrer, der schon ordentlich lang ist, und werde den 15 cm in den besagten Betonblock, den wir vorhin schon gesehen haben, hineintreiben. Und das werde ich jetzt mit all diesen Geräten hier machen, zum Beispiel auch einem 12 Volt Bohrhammer oder auch hier einem 18 Volt Bohrhammer und so weiter und so fort. Mal gucken, wer da wo in der Reihenfolge landet. Boah, das waren jetzt aber echt viele Ergebnisse und auch ein sehr interessanter Test. Ich muss aber dazu sagen, die Sinnhaftigkeit dieses Tests ist auf jeden Fall diskutabel. Denn wann musst du denn so ein tiefes Loch bohren? Und wann musst du das unbedingt mit einem 12 Volt machen? Aber die Sinnhaftigkeit dieses Aufsatzes, 12 Volt, da reden wir am Ende nochmal drüber. Auf jeden Fall haben wir es aber trotzdem gemacht und haben auch hier echt interessante Ergebnisse. Fangen wir einfach mal vorne an. Wir nehmen erstmal hier den, was habe ich hier gerade? Den 15er. Der 15er hat 58 Sekunden gebraucht. Ja, nehmen wir den 15er. Der 35er, also der 12V35FC, der von Bosch auch empfohlen wird dafür, auch 58 Sekunden. Und das beides waren jetzt auch die langsamsten Geräte im Test. Ja, wem wundert es denn auch, ja? Und deswegen sage ich, ist das jetzt wirklich so aussagekräftig? Musst du diesen Test, ist es auch wirklich wichtig, wie lange wir bohren? Aber egal, das könnt ihr unten in die Kommentare schreiben. Das ist nun mal das Ergebnis. Wer war denn danach? Denn der nächstschlechteste war der Dewald. Langsamste war der Dewald hier. 12 Volt Bohrhammer von Dewald.
haben wir dann. Dann geht es weiter mit dem 60 FC. Und zwar, achso, der Dewald 42 Sekunden, der 60 FC 37 Sekunden kommt dann als nächster. Dann haben wir mit 26 Sekunden hier unseren Metabo. Also schon nur halb so lang, 12 Volt Bohrhammer gegen 12 Volt Bohrhammer mit Aufsatz quasi, 26 Sekunden. Als nächstes haben wir dann den 21er hier, ja, den GBH 18V21, ein 180-Euro-Gerät so etwa, ohne Akku. Da sind wir bei 20 Sekunden und bei dem hier, beim 28DC, dem neuesten Gerät hier, sind wir nur noch bei 17 Sekunden. Und ich habe vorhin die Frage gestellt, was ist eigentlich, wenn wir einen 45er nehmen, aber wir haben leider keinen 10er SDS Max gerade hier zur Hand gehabt, deswegen konnten wir das nicht testen. Ihr seht aber hier von rund 1 Minute runter auf 17 Sekunden, das sind die Testergebnisse. Und hier reiht sich auch der andere FC hier gut mit ein. Nächster Test, nächstes Glück. Wir haben hier den 12 Volt mit Bohrhammeraufsatz, einem 8er Bohrer, 6 cm tief wollen wir bohren. Und das Ganze testen wir natürlich gegen den 12 Volt, gegen 18 Volt. Und zwar den 150C, das stärkste Akkumonster, was es von Bosch gibt. Pro Core 150 maximal, Okay, zusätzlich werden wir aber auch den testen. Und zwar den 12 Volt als GSB. Das heißt hier mit Bohrfunktion, auch der 18 Volt hier als Bohrfunktion. Wir haben ja hier kein pneumatisches oder kein Federweg, also kein Federschlagwerk, sondern nur minimale Bewegung. Aber wir wollen mal gucken, was können die denn eigentlich? Und inwiefern wird der 35, der GSB, den FC jetzt schlagen? Echt mal interessant, oder? Aber jetzt sag mal, war das nicht interessant? Wir haben hier 15 Sekunden bei dem und 15 Sekunden bei dem und überlegt mal, was da für Welten dazwischen sind. Ja? Der hier besticht einfach durch brachiale Kraft als Akkuschrauber an sich. Wirklich schnell bohren kann er eigentlich nicht. Wir sehen hier 14, 15 Sekunden, die wir hier gebraucht haben und 14, 15 Sekunden so etwa, die wir hier gebraucht haben. Ist schon erstaunlich, oder? Interessant ist aber auch das hier. Wir haben den GSB ja hier, das heißt mit der Bohrfunktion, auch hier hatte ich ja eben gesagt, schon mit Bohrfunktion, und der braucht gerade mal etwa 10 Sekunden mehr. Das ist echt nicht viel. Und ihr seht hier, auch zwischen den beiden liegen zwar 10 Sekunden, aber dann brauchst du halt mal 10 Sekunden länger, wenn du sowieso schon so ein Gerät hast. Also insofern ist da gar kein so großer Unterschied. Und man kann sagen, 12 gegen 18 Volt, auf jeden Fall check. Dann gab es auch einige Stimmen, die gesagt haben, was ist dann das für ein Mist hier? Das wackelt sich ja alles zu Tode. Und wenn man das in die Hand nimmt, dann merkt man eine gewisse Unruhe. Aber die kommt hier nicht vom Bohrfutter, das wäre falsch ausgedrückt, sondern von der Hülse, die du zurückziehst. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, weil sie ist ganz leicht außen, ja, nicht ganz rund. Und man sieht das auch, dass sie hier ein bisschen wackelt. Ja, aber der Bohrer ist gerade, ja. Da kann man erstmal nichts sagen. Aber die Frage ist was ganz anderes. Bemängelt wurde, dass hier der Bohrer hier vorne sehr stark wackelt. Wir gucken uns jetzt mal diese Achse an und machen jetzt Folgendes. Wir nehmen jetzt den Bohrer und gehen mal maximal zur einen Seite und maximal zur anderen Seite. Ihr seht, dass wir hier eine Bewegung auch durchführen können. Also an der Stelle, so. Und selbst das hier, diesen Ring, bewegen wir ein Stück weit mit. Ja, wir vergleichen das jetzt mal einfach mit einem
richtigen großen Bohrhammer. Was passiert denn eigentlich da? So. Und hier sehen wir, dass hier am Gerät bewegt sich gar nichts, sondern wir haben hier natürlich auch eine gewisse Bewegung. Also es ist nicht so, dass sich hier gar nicht bewegt. Du hast also gesehen, das Ganze hier bewegt sich ein Stück weit. Ja, das stimmt, tut es auch. Ich muss aber ganz klar sagen, beim reinen Bohren, bei allem, was wir so gebohrt haben, hast du das nicht gemerkt, beziehungsweise war es auch nicht relevant. Natürlich ist es so, wenn wir jetzt zum Beispiel auch im Vergleich uns das hier angucken, den 60er. Ich mache das hier rein und auch beim 60er ist es so, es bewegt sich. Vielleicht ist es irgendwo in der Mitte zwischen dem und dem Gerät. Auch hier bewegt sich das ein bisschen, aber weniger. Ganz einfach, weil ich hier eine andere Verbindung habe. Was wäre aber gewesen, wenn ich genau dieselbe Verbindung wie hier auch hier eingebaut hätte? Es hätte keinen so großen Unterschied gemacht. Weil im Zweifel ist es so, dass ja selbst hier der Ring, um das Drehmoment einzustellen, auch der ist leicht beweglich im Ganzen. Wir haben hier halt nur ein leichtes, kleines 12-Volt-Gerät. Das muss man immer noch dazu sagen. Und ihr seht, es bewegt sich. Ich kann nur sagen, auch wenn es sich bewegt, macht es für mich keinen Unterschied. Was langfristig jetzt passiert, wer weiß das schon. Die nächste Frage ist aber, wenn sich das jetzt so sehr bewegt, treffe ich denn eigentlich trotzdem genau die Stelle, wo ich bohren möchte? Du hast gerade gesehen, wir haben trotzdem genau das Zentrum getroffen. Das funktioniert auch wiederholbar immer wieder, wenn du ein-, zweimal geübt hast. Hier ist es so, wir haben ja kein Schlagwerk, wie wir es zum Beispiel hier drin haben, ja, sondern wir haben hier ein Federschlagwerk. Das funktioniert ein bisschen anders, fühlt sich auch leicht anders an. Ist hier übrigens auch drauf drin. Ja. Hinweis wäre, um wirklich gut zu zielen. Nummer 1, schalte am Anfang einfach einen Gang zurück, geh in den ersten Gang, nimm dir den Punkt und dann geh langsam und dann kannst du erst losmachen. Wenn du so ein bisschen angekörnt hast, geh in den zweiten Gang, dann kannst du loslegen. Ja? Übe vielleicht, wenn du das allererst mal benutzt, übe mal in irgendeinem Teststück, wie sich dieses Schlagwerk verhält, weil es ist einfach ein bisschen anders, ja? Und nicht ganz so intuitiv, wie du es kennst. Wenn du übrigens auch mit so einem Bohrhammer einfach volle Latte einfach loslegst, wirst du genau dasselbe erzeugen. Du wirst auch nicht genau treffen, weil hier machst du es doch auch. Du setzt an, machst erst ein bisschen langsamer und dann drehst du los und in das Loch rein, beziehungsweise bohrst dein Loch. Das ist hier genau dasselbe. Ja? Also ergo, es ist kein Problem und funktioniert. Nächste Frage, die wurde auch ultra heiß diskutiert. Was ist denn eigentlich mit nassem Beton? Und da ist es so, dass der Bosch PT-Fan da ein paar Tests gemacht hat. Ich blende das hier auch mal ein. Wie ihr seht, hat sich so ein bisschen gequält und hier formt sich auch schon wieder an, aber funktioniert. In meinen Augen eigentlich einwandfrei. Ich verlinke dir auch mal den Kanal hier oben. Da ist es einfach so, er hat das getestet mit nassem Beton oder nassen Steinen. Und er hat auch da gezeigt, auch da kannst du mit dem Gerät da rein bohren. Was aber ganz wichtig ist, ist Folgendes bei nassem Beton. Alle Geräte allgemein mögen nassen Beton nicht, weil da kommt so eine schmierige Masse, teilweise, ich habe das auch schon gehabt, dass du bei nassem Beton hier kaum noch das Bohrmehl abbekommen hast. Du hast für dich da gesessen und hast das dann so rausgebrochen teilweise. Das macht einfach keinen Spaß. Also erstmal relativ normal. Bei Geräten, bei recht großen Geräten ist es dann irgendwann quasi egal. Du hast keinen großen Fortschritt mehr. Du glühst teilweise auch den Bohrer aus, weil es immer heißer und heißer wird an der Stelle, du nicht raus. Passiert irgendwie nichts. Also nasser Beton ist immer ein Thema. Wenn du aber lüftest, allgemein kann ich dir bei dem Gerät nur sagen, lüften, 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 gerade wenn du von oben bohrst, dann heißt es wirklich, dass hier mal wieder hochziehen, das Bohrmehl rausnehmen und dann, dass es zur Seite kommt, das ist kein Problem. Sobald du in dieser Bewegung bohrst oder nach oben, ist es fast kein Problem. Aber nasser Beton ist allgemein immer so eine Sache und man sieht es Beton häufig auch wirklich nicht an. Ob jetzt der Beton nass war oder nicht und was, ist auch erstmal alles egal. Ihr seht aber im Großen und Ganzen funktioniert das. Und das Gerät hier, kann ich euch nur sagen, ist nicht für nassen Beton halt ausgelegt. Dafür nimmt man auf jeden Fall viel größere. Der Anwendungszweck von diesem Gerät ist was ganz anderes. Kommen wir jetzt mal dazu, wer benutzt dieses Gerät aber eigentlich? Für wen ist das denn eigentlich gedacht? Das hier ist kein Gerät, wo der Elektriker sagen kann, so,
ich gehe in den Neubau und setze alle Löcher mit diesem Gerät. Na, was ein Quatsch. Das wird auch kein Elektriker machen, beziehungsweise dafür ist es einfach nicht gedacht. Das ist auch nicht für Serienbohrung gedacht, wo du jetzt am Tag 100 Löcher bohrst. Das ist einfach nicht der Anwendungszweck dafür. Der Anwendungszweck dafür ist für jemanden, der, ich sag mal doch, für einen Elektriker, wenn er irgendwas nachträglich mal irgendwo aufputzen, Steckdose setzt zum Beispiel. Oder den Kücheninstallateur, der nur mit einem Gerät rumlaufen möchte. Oder irgendjemand für einen Monteur, der irgendwo nur mal 1, 2 Löcher immer wieder braucht. Oder aus meiner Sicht ist das auf jeden Fall ein Gerät für jemanden, der in einem Haus wohnt, schlüsselfertig gekauft hat, wenig selber macht und ab und zu mal ein Bild anhängt oder mal eine Lampe oder irgendwas mal macht. Weil das ist ein Gerät, wo du dann sagst, okay, mit einem Gerät kann ich einfach alles dann erschlagen, alles machen. Für den Monteur ist es so, der hat genau einen einzigen Werkzeugkoffer, damit geht er hoch, hier vielleicht noch Zubehör und zack, los. Braucht nicht noch einen Bohrhammer und einen Schrauber. Das ist natürlich eine ganz andere Sache. Genau dafür ist aus meiner Sicht das Gerät gedacht, zum Abrunden des Ganzen. Denn es ist natürlich auch so, dass du kannst auch auf eine Leiter steigen, gehst hoch, gibt dafür auch noch einen Gürtelclip, bist auf der Leiter, klippst dir das ran, ohne Frage. Dann kannst du hier ja dein Bit einsetzen, kannst etwas festschrauben, kannst das wieder dann hier zurücktauschen, kannst vielleicht noch ein zweites Loch machen. Finde ich total praktisch, aber ich finde es allgemein toll, dass wir jetzt eine Möglichkeit haben, im Bosch-Universum, im Bosch 12-Volt-Universum wieder nach langer Zeit einen Bohrhammer zu haben. Das ist einfach eine gute Sache und genau dafür ist das gedacht. Und das ist wirklich nicht gedacht, um zu 100% meinetwegen diesen Bosch-Hammer oder Bohrhammer zu setzen. Nein, dafür ist es nicht da. Und ich bitte euch auch, das Gerät entsprechend so zu bewerten. Weil ich sage ja auch nicht, oh, das ist aber viel langsamer als der 45er. Das macht doch auch gar keinen Sinn. Oder macht ihr das? Bevor ich zum Fazit komme, kommen wir noch mal zum Thema Preis. Was kostet denn der Aufsatz eigentlich? Wir haben hier einen Preis von irgendwo zwischen 110, 120, 130 Euro. Kommt drauf an, das Ganze ist noch ziemlich neu. Schau mal unten die Videobeschreibung, da findest du das Gerät, da findest du das Gerät, da findest du Sets, da findest du das Ganze auch mit Akkus und allem drum und dran. Aber wir reden hier von einem Zubehörteil, beziehungsweise einer Erweiterung im Bereich so um die 100 Euro. Okay. Jetzt könntet ihr natürlich sagen, ja 100 Euro, 100 Euro, 100 Euro ist ja ganz schön teuer, um Gottes Willen. 100 Euro! Ja, 100 Euro. Und andere Geräte, und da kommt natürlich jetzt Folgendes zum Tragen, andere Geräte kosten jetzt gar nicht so viel mehr. Kosten sie gar nicht so viel mehr? Moment, ich nehme das nochmal ab. Und zwar, wenn wir uns jetzt mal Folgendes angucken. Das Gerät hier zum Beispiel kostet irgendwo zwischen 150 und 200 Euro, je nachdem. Bei dem Gerät ist es im Großen und Ganzen auch so. Hier haben wir, das sind aber 12-Volt-Geräte. Ja? Hier, wenn wir jetzt aber im Bosch-Universum zum Beispiel bleiben wollen würden, hätten wir den 21er als kleinstes 18-Volt-Gerät, können mit dem loslaufen und wir haben vorhin gesehen, der ist viel schneller und so weiter und so fort, kostet aber auch etwas unter 200 Euro. Wenn wir jetzt aber da im 18-Volt-System sind, dann brauchen wir irgendwie, haben wir 2 Akkusysteme, ist blöd. Okay, also brauchen wir hier auch eigentlich nur einen anderen Akkuschrauber. Wenn wir aber wieder die Flexibilität haben wollen, dann brauchen wir 60 FC, da kostet schon einiges mehr. Und ihr seht, das ist eine riesige Diskussion und am Ende, ganz ehrlich, muss das jeder für sich selbst entscheiden, ob das wirklich Sinn macht oder nicht. Klar, hätte Bosch das hier vielleicht auch für 50 Euro anbieten können, hätten alle sich gefreut, keine Ahnung, aber ob das jetzt 50 oder 100 Euro sind, finde ich jetzt, ja, würde ich gar nicht sagen, ist gar nicht so wichtig, sondern es ist, wie es ist und ich finde auf jeden Fall das Argument, naja, für 200 Euro kann ich ja das kaufen, schwierig, weil das ist eben nicht der Anwendungszweck, sondern das ist für jemanden, der ein Gerät für alles haben will. Ja, und so würde ich das auch entsprechend bewerten. Kommen wir zu meinem persönlichen Fazit zu diesem Aufsatz und das ist gar nicht so leicht. Vor allem, weil mir natürlich super schnell und gerne jetzt unterstellt wird, der muss das Ding ja schönreden, weil das ist ja Gothools TV und wir sind ja nicht neutral und so weiter. Doch, ich sage euch ganz neutral meine persönliche Meinung. Erst einmal, ich freue mich, dass jemand den Mut hatte, das rauszubringen. Ganz ehrlich, hat noch keiner gemacht, ist super, können sich jetzt die anderen dran abarbeiten. Nummer 1. Nummer 2, ich persönlich hätte mich gefreut, wenn hier die Aufnahme aus Metall gewesen wäre, weil es hätte mir etwas besseres Gefühl gemacht für die Langlebigkeit. Vielleicht hätte es gar nicht funktioniert, aus welchem Grund auch immer, das hätte mich gefreut. Das Thema Wackeln hier ist etwas, was mich überhaupt nicht stört. Das Thema Preis kann man drüber diskutieren, muss ich sagen, ist so eine Sache. Was ich aber zur Leistung sagen muss, also da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Also ich persönlich würde da
da würde ich keine Luft dran lassen. Das Ding hat einen echt guten Job gemacht, weil ich vergleiche das nun mal wirklich nicht mit so einem großen Bohrhammer, sondern wenn man es jetzt auf diesem Niveau vergleicht, wie zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal einen 150er als Pendant, mit dem man auch ordentlich was reißen kann quasi, oder mit einem 60er, ist das okay, weil wir müssen wirklich sagen, wir haben hier ein 12-Volt-Gerät. Und wenn ich mir das hier angucke, ist es doch echt erstaunlich, was heutzutage schon 12-Volt-Geräte so leisten können. Und ihr müsst eine Sache nur bedenken, und das ist so eine persönliche Entscheidung einfach, möchte ich zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei Metabo bleiben, möchte ich sagen, okay, ich kaufe mir dieses Gerät und dieses Gerät und habe hier mehr Leistung, ohne Frage. Ja, das muss man ganz klar sagen. Oder sage ich, nein, ich möchte das kompakt zusammen haben, ein Koffer in einem zusammen, und dann ist das hier einfach deine Lösung. Und so simpel ist aus meiner Sicht auch die Entscheidung. Ich bin jetzt super gespannt, was ihr unten in die Kommentare schreibt. Da lesen wir uns, jetzt kann ich nur sagen, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.